Nachhaltigkeit unter Bezug auf die CO2-Emissionen ist in Deutschland in aller Munde. Die Gesellschaft und die Politik redet da ganz viel drüber. Die meisten erzählen dann über das Flugzeugfliegen oder über das Autofahren, vergessen aber dabei, dass ca. 38% aller CO2-Emissionen in Deutschland durch den Betrieb von Gebäuden verursacht werden. Und aus dem Grunde glaube ich ganz fest, dass es eben eine viel höhere Relevanz in der Gesellschaft haben sollte. Im Bereich der neuen Gebäude ist der Standard in Deutschland heute schon sehr hoch und für mich persönlich der Fokus auf nachhaltigem Betreiben. Wir arbeiten mit ROM an verschiedensten Stellen, das heißt von der Planung bis hin zur Ausführung und zur Umsetzung. Da gibt es viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Die ROM-Technik wurde 2015 von der Zech-Gruppe übernommen, ist aber eigentlich ein etwa 160 Jahre altes Unternehmen, gegründet 1858 in Hamburg und ist immer technischer Vorreiter in der technischen Gebäudeausrüstung gewesen. Wir realisieren mit Know-how und zukunftsorientierter Technik nachhaltige Gesamtlösungen für den Kunden. Ja, das Labor der Forschung und Entwicklung ist einzigartig in der Branche in Deutschland, ich denke sogar in Europa. Wir haben hier alle Möglichkeiten, lüftungstechnische, wärmetechnische, kältetechnische Versuche zu machen. Das, was wir hier im Versuch können, im Labor, auch auf dem Rechner. Das heißt, wir können Gebäude und Anlagen Stunde für Stunde das ganze Jahr durchspielen oder komplexe Strömungssimulationen in Gebäuden machen, haben dazu auch einen eigenen Großrechner hier in-house im Gebäude. BIM bedeutet Building Information Modeling, ist eine Arbeitsmethode, die Planungsinhalte transparenter und verlässlicher für alle Beteiligten bereitstellen soll. Die Vorteile für uns sind die bessere Zusammenarbeit und für den Kunden bedeutet das die Kosten- und Terminsicherheit. Wir betrachten die Anforderungen stets vom praktischen Nutzen bei der Montage, also über den gesamten Prozess rückwärts vom Ziel zur Planung. In der Gebäudeautomation ist die Vernetzung und automatische Nutzung von Sensordaten sehr wichtig. Auch die Nutzung von E-Learning zur Anlagensteuerung und Wartung wird von großem Nutzen sein. Es ist wichtig, dass alle Informationen an den Objekten enthalten sind und eine Reduzierung der Geometrie ist in dem Teil vom wesentlichen Vorteil für alle Beteiligten. Durch den Einsatz von QR-Code wollen wir die Informationen aus dem BIM-Modell verknüpfen und an die Logistik weiter zur Verfügung stellen. Ja, wir haben die Entwicklung dieser Technik gerade in der Factory Hammer-Brooklyn umgesetzt, wo wir eben mit Sensorik das Gebäude smart gemacht haben und das Gebäude danach sehr energieeffizient regeln können und haben hier in der Simulation nachgewiesen, dass man bis zu 30% Energie gegenüber einem konventionell geregelten Gebäude sparen kann. E4 steht bei uns für Energieeffizienz hoch 4. Das ist unsere Antwort auf den Markt, Gebäude besser zu machen. Unsere Kunden fragen natürlich bei uns an, wie wir ihnen helfen können, Energieeffizienz auch umzusetzen. Es beginnt bei energetischen Inspektionen, geht über energetische Simulationen, wenn es notwendig ist. Dann können wir auch Energieaudits durchführen und es endet eben beim Thema Energiemonitoring, um auch visuell zu visualisieren, ob ein Gebäude wirklich auch die Effizienz bietet, die es benötigt. Man kann den Gebäudebetrieb verbessern, man kann sozusagen Energie einsparen, somit eben auch Kosten einsparen, aber eben auch die CO2-Emissionen einsparen. Und das ist ja auch das, was wir in der heutigen Gesellschaft wollen und was ein großes Ziel ist. Der digitale Hausmeister ist unser Arbeitsbegriff für unser Dienstleistungsprodukt ROM Building Connect. Gebäude werden immer digitaler, Anlagen und Komponenten vernetzen sich, kommunizieren miteinander und erzeugen ganz viele Daten. Und diese Daten wollen wir über ROM Building Connect, also über den digitalen Hausmeister, verfügbar machen und damit arbeiten.
Wir werden in der Zukunft diese Daten, die ein Gebäude zur Verfügung stellt, viel mehr nutzen. Für alles Mögliche, zum Visualisieren, für Reportings, für Gespräche mit Kunden. Da ist es einfach immer wichtiger, den Gebäudestandard anzuheben, also zu sanieren, effiziente Technik einzusetzen und für mich in Zukunft eben extrem wichtig, nachhaltig zu betreiben. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass die Gebäude qualitativ sehr hochwertig betrieben werden, um die Emissionen zu reduzieren. Aus meiner Sicht gibt es verschiedenste Herausforderungen, was das Thema klimafreundliches Bauen betrifft. Das eine ist natürlich, dass das Objekt von außen entsprechend gedämmt ist, damit die Wärme nicht austritt oder auch keine Wärme reinkommt. Das andere ist aber natürlich auch die Gebäudeautomation. Das, was noch dazu kommt, ist aus meiner Sicht, dass die Objekte auch später nicht nur Verbraucher sein sollen, sondern auch Energieerzeuger. Auch da gibt es Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit ROM, Dinge zu verwenden, wie unter anderem eine Photovoltaikanlage, um auch das Thema bespielen zu können. Ich schätze die Zusammenarbeit an ROM, dass sie partnerschaftlich ist und genau deshalb würde ich das auch empfehlen. Total digital und insofern war das eine ganz spannende Sache und ich freue mich, dass wir es hier in Pavillon auch umsetzen konnten mit ROM zusammen.